mit Abstand schönste Einladung, die ich je bekommen habe. Möchtest du ein 4-tägiges Festival in der Elbphilharmonie kuratieren? Ich weiß nicht, wie man das überbieten könnte. Sophie creates these magical worlds that you just disappear into. An Sophies Songs mag ich unglaublich, wie sehr sie es schafft, in jedem Song eine ganz spezielle Geschichte zu erzählen. Das Besondere mit ihr Musik zu machen, ist, dass sie die Sachen wirklich aus dem Moment heraus performt. Music is about you, but also not completely about you. And Sophie is a perfect mix of this. Wo es für mich immer ganz klar wird, ist, wenn ich die anderen Künstler spielen höre. Dann verstehe ich plötzlich, ja, darum haben wir das gemacht. Ich glaube, es ist eine so genaue Repräsentation von dem, was ich liebe, von den verschiedenen Facetten aus meinem Werdegang. Gestern bei La Force gab es einen Moment, wo der Schlagzeuger gespielt hat und plötzlich hat er einen Drumbeat drüber gelegt. Und auf einmal hatte es so diesen Montreal-Sound einfach, der so typisch ist und den ich so liebe und eben diese Bands, die mich so geprägt haben. Und heute Abend spielt Patrick Watson und einfach es ist wie so ein Netz, weißt du? Alles hat irgendwas miteinander zu tun. Ich sehe die Querverbindung und es ist mega schön. Wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Jahre und sind gut enge Freunde und meinte so, ja, ich komme dann zurück, ich darf in der Elbphilharmonie ein kleines Festival organisieren, ob ich auch dabei sein möchte, natürlich. Sophie und ich, wir haben schon vor 2 Jahren in Bern zusammengearbeitet. Da haben wir dieses Orchesterprojekt gemeinsam entwickelt. Das Orchester bedient eigentlich the best of both worlds, also der klassischen Welt und der Jazz-Pop-Welt. Eric Truffat, ich war viel Vorband von ihm. Ich weiß noch, unser erstes Konzert in Rossignol. Wir kamen zu spät und wir mussten sofort auf die Bühne und Eric übt nie. Und dann habe ich zu ihm gesagt, was spielen wir denn jetzt heute? Und dann hat er gesagt, mach dir keine Sorgen, tu vas te débrouiller. Du wirst zurechtkommen. Ich konnte damals noch nicht so gut Französisch. Was bedeutet tu vas te débrouiller? Wir haben einfach gespielt. Das ist Jazz, man kann improvisieren. Es gibt keine Form oder nur ganz wenig. Und ich glaube, immer wenn ich in Schwierigkeiten bin auf der Bühne, dann mache ich Eric Truffat. Dann gehe ich einfach in die Freiheit. Dann kann mir nichts passieren. Okay, the first time I met her music, I remember, it was in the car of my manager. I discovered this singer and this music, and we were so curious about this new composer, and we love it a lot. Hinako Omori, Königin des Stroms. Sie hat Synthesizer gespielt auf meinen Alben Molecules und Halluzinationen. Sie war eigentlich die Person, die mir die Synthesizer eigentlich so ein bisschen beigebracht hat und gezeigt hat, dass das eigentlich ganz elementare Klänge sind, eigentlich natürliche Klänge sind. So with my own music, I really love experimenting with synthesizers. It's a very real-time response. It's like you're using a voice. It is a voice, and it's like you can create the sound palettes that you want to create in that moment. It's nice to meld the two and see how we can bring out acoustic qualities in electronic music, but also vice versa as well. Ich habe mir überlegt, es wäre doch schön, wenn man das Haus begehen könnte, eigentlich fast mit geschlossenen Augen. Wenn man die Räumlichkeit hören könnte. Der versucht, das Haus zum Klingen zu bringen. Das kann eigentlich nur Julian. Und es ist auch seine Philosophie immer, dass er sagt, die Klänge stecken im Material, man muss sie befreien. Bei jedem Rundgang entdecke ich neue Sounds. Schön ist es diese Unmittelbarkeit. Diese Sounds, die gibt es nur hier und diesen Rundgang gibt es nur hier. Es ist eigentlich egal, wie lange man Musik macht, aber so diese Geister oder die Wesen, die um diese Anfangszeit herum da waren, die bleiben immer ganz intensiv, ganz stark. Und Anja, also Soapens gehen zur gleichen Zeit sind wir sozusagen auf diese Reise gegangen.
und ich habe sie unglaublich bewundert. Diese Stärke am Klavier, ihre Stimme, diese Schönheit, die sie immer herstellt mit allem, was sie macht. Also einfach eine sehr inspirierende, wichtige Figur für mich, die mich auf eine gewisse Art und Weise begleitet hat, obwohl wir kannten uns ja nicht. I'm really happy to be in Hamburg. This building is incredible. I'm half Swiss and it's Swiss inviting. Ich glaube, dieses Haus bleibt so surreal und das wird es wohl immer sein. So ein krasses Gebäude, so schöne Säle. Total schöne Akustik in diesem kleinen Saal, der ja gar nicht so klein ist. Da hatte man Platz für die kleinsten und größten Emotionen und Klänge. Die Atmosphäre hier im Haus ist bemerkenswert positiv. Ich habe es gestern auch schon gesagt, ich komme gerne jedes Jahr und mache hier ein mehrtägiges Festival.